Moin und herzlich willkommen zu unserer Haufe X360 Academy. Ich bin der virtuelle Avatar von Ariane bei S&S Software Partner. Gemeinsam mit unserem Haufe X360 Team möchten wir dir den Einstieg in die Oberfläche von Haufe X360 so erklären, dass du dich von Anfang an sicher orientieren kannst. In dieser Folge schauen wir uns die wichtigsten Bereiche der Oberfläche an, damit du schnell verstehst, wo du Funktionen findest und wie du dich im System bewegst. Wir starten mit den Arbeitsbereichen und sehen uns an, wie Funktionen in Haufe X360 gebündelt sind. Danach schauen wir auf Kürzlich gesehen und auf Favoriten für Datensätze und Aktionen. Im Anschluss zeige ich dir das Side-Panel in zwei typischen Ansichten. Zum Schluss geht es um die Hilfe direkt in der Oberfläche und um die Feldhilfe am Eingabefeld. So bekommst du einen klaren ersten Überblick über die Orientierung in Haufe X360. Dann gehen wir jetzt direkt in die Oberfläche und starten mit dem ersten sichtbaren Baustein. Hier siehst du einen Arbeitsbereich in Haufe X360, in diesem Fall den Bereich Verkauf. Oben liegen die wichtigsten Schnellaktionen, also zum Beispiel welche, mit denen sich typische Vorgänge direkt anstoßen lassen. Darunter sind die Funktionen in Gruppen gegliedert, etwa in Transaktionen, Stammdaten, Abfragen, Berichte oder Einstellungen. Für Einsteiger ist genau das der wichtigste Gedanke. In Haufe X360 bewegst du dich zuerst in einem Fachbereich und öffnest von dort die passende Aufgabe. Du musst dir also nicht das ganze System auf einmal merken, sondern arbeitest dich Schritt für Schritt über die fachlichen Bereiche hinein. Wenn der Fachbereich klar ist, stellt sich im Alltag schnell die nächste Frage. Wie komme ich wieder zu Datensätzen zurück, die ich gerade erst benutzt habe? Dafür gibt es den Bereich Kürzlich gesehen. Links siehst du die Datensatztypen. In der Mitte die zuletzt genutzten Datensätze. Und rechts den Bereich für Datensatzfavoriten. Diese Ansicht hilft dir dabei, in deinen letzten Arbeitskontext zurückzufinden, ohne alles erneut suchen zu müssen. Gerade als Einsteiger ist das sehr angenehm, weil du dich noch nicht in jedem Fachbereich sicher bewegst und trotzdem schnell wieder an deine letzten Vorgänge herankommst. Noch nützlicher wird diese Ansicht, wenn du wichtige Datensätze nicht nur wiederfindest, sondern gezielt festhältst. Hier siehst du dieselbe Grundidee noch einen Schritt weiter gedacht. Datensätze können als Favoriten markiert werden. Dadurch bleiben besonders wichtige Einträge für dich schneller erreichbar. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn du bestimmte Kunden, Vorgänge oder andere Stammdaten regelmäßig brauchst. Für Einsteiger ist das ein guter Weg, sich nach und nach einen persönlichen Schnellzugriff aufzubauen. Statt jedes Mal neu zu suchen, legst du dir die Dinge zurecht, die du im Tagesgeschäft häufiger öffnest. Nicht nur Datensätze lassen sich für den Alltag vorbereiten. Dasselbe Prinzip gibt es auch für Aktionen. Auf dieser Ansicht geht es nicht um Datensätze, sondern um Befehle und Aktionen. Du siehst ein geöffnetes Menü mit unterschiedlichen Arbeitsschritten, die im jeweiligen Kontext zur Verfügung stehen. Der wichtige Einstiegspunkt ist hier: Du musst dir typische Wege nicht immer wieder neu zusammensuchen. Häufig genutzte Aktionen lassen sich für den eigenen Arbeitsalltag priorisieren, damit sie schneller greifbar sind. So entsteht Stück für Stück ein persönlicher Arbeitsfluss, der zu deinen täglichen Aufgaben passt. Bisher haben wir auf Bereiche, Datensätze und Aktionen geschaut. Als nächstes kommt ein Element dazu, das dir zusätzlichen Kontext liefert, ohne die Hauptansicht zu verlassen. Hier siehst du das Side-Panel neben einer Listenansicht. Die Hauptliste bleibt im Arbeitsbereich sichtbar und rechts erscheint ein zusätzlicher Bereich mit weiteren Informationen oder Sprungmöglichkeiten zum ausgewählten Eintrag. Gerade in Übersichten ist das hilfreich, weil du schneller einordnen kannst, worum es bei einem Datensatz geht, ohne ihn sofort vollständig zu öffnen. Für Einsteiger ist das eine gute Orientierungshilfe. Die Mitte bleibt dein Hauptarbeitsbereich.
Und rechts bekommst du ergänzenden Kontext. Dasselbe Grundprinzip funktioniert nicht nur in Listen, sondern auch direkt im geöffneten Datensatz. Hier ist das Side-Panel an einem geöffneten Objekt zu sehen. Du arbeitest im eigentlichen Datensatz und rechts bleibt zusätzlicher Kontext sichtbar. Das kann dir helfen, Informationen schneller zu prüfen, Zusammenhänge besser zu verstehen oder ergänzende Inhalte im Blick zu behalten. Wichtig ist für Einsteiger: Das Side-Panel erweitert die Ansicht, aber es ersetzt nicht den Hauptarbeitsbereich. Du arbeitest weiterhin im geöffneten Objekt und das Panel unterstützt dich dabei mit zusätzlicher Orientierung. Wenn Fragen auftauchen, brauchst du natürlich nicht alles allein herausfinden. Direkt in der Oberfläche gibt es dafür passende Hilfe. Diese Ansicht zeigt die Hilfe direkt im Kontext der aktuellen Maske. Du bekommst hier keine allgemeine Sammlung, sondern Unterstützung, die zum aktuell geöffneten Bereich passt. Sichtbar sind zum Beispiel Aktivitäten, verwandte Artikel, eine Formularreferenz und zusätzliche Hilfelinks. Für Einsteiger ist das besonders angenehm, weil die Hilfe dort startet, wo die Frage gerade entsteht. So kannst du dich beim Arbeiten Schritt für Schritt absichern, ohne den roten Faden zu verlieren. Und manchmal entsteht die Frage gar nicht auf Maskenebene, sondern direkt an einem einzelnen Feld. Auch dafür gibt es einen sehr praktischen Einstieg. Hier siehst du die Feldhilfe direkt an einem Eingabefeld. Das kleine Fragezeichen zeigt dir, dass an dieser Stelle zusätzliche Orientierung verfügbar ist. Gerade für Einsteiger ist das sehr wertvoll, weil Unterstützung genau dort erreichbar ist, wo beim Eingeben oder Prüfen eine Frage entsteht. Du musst also nicht zuerst den ganzen Bereich verlassen oder separat nach Informationen suchen. Für den Alltag heißt das ganz, wenn du an einem Feld unsicher bist, lohnt sich immer ein Blick auf diese direkte Unterstützung. Damit haben wir die wichtigsten Orientierungspunkte dieser Folge einmal gemeinsam aufgebaut. Lass uns zum Schluss noch kurz zusammenfassen, was davon für deinen Einstieg besonders wichtig ist. Damit hast du für heute einen guten ersten Überblick über die Orientierung in Haufe X360. Du hast gesehen, wie Arbeitsbereiche aufgebaut sind, wie du zuletzt genutzte Datensätze wiederfindest, wie Favoriten dich im Alltag unterstützen, wie das Side-Panel zusätzlichen Kontext liefert und wie dir Hilfe und Feldhilfe direkt in der Oberfläche weiterhelfen. Ich bin der virtuelle Avatar von Ariane bei S&S Softwarepartner und diese Folge gehört zu unserer Haufe X360 Academy. Am besten schaust du dir die gezeigten Bereiche direkt noch einmal in deiner eigenen Instanz an. Im nächsten Teil bauen wir darauf auf und gehen die ersten typischen Arbeitswege im System gemeinsam durch. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.